Viele Menschen mit einer Behinderung treffen auf Barrieren, welche ihnen die Nutzung von Smartphone-Anwendungen erschwert oder unmöglich macht. Analysetools und automatisierte Testverfahren versprechen, den Entwickler bei der Erstellung barrierefreier Anwendungen zu unterstützen. Das Thema dieser Masterarbeit lautet: Analyse von automatisierten Testverfahren für die Barrierefreiheitsprüfung von Apps im Hinblick auf den europäischen Standard EN 301-549. Ziel der Arbeit war es, einen Leitfaden zu erstellen, aus dem hervorgeht, welche Kriterien der EU-Norm sich durch die Zuhilfenahme von automatisierten Testverfahren überprüfen lassen und welche nicht. Methodik: Zunächst fand eine Literaturrecherche über aktuelle Accessibility-Richtlinien und Gesetze statt. Anschließend wurde recherchiert, welche Arten von Prüfsystemen es gibt, welche am verbreitetsten sind und worin sich diese unterscheiden. In einer empirischen Untersuchung wurden die Systeme analysiert, um herauszufinden, ob sie die Kriterien der EU-Norm erfüllen. Richtlinien und Gesetze: Die europäische Norm EN 301-549 spezifiziert die funktionalen Zugänglichkeitsanforderungen an Informationstechnik. Sie liefert eine Beschreibung von Testverfahren und Evaluationsmethoden für jede Zugänglichkeitsanforderung. Die in Deutschland geltende barrierefreie Informationstechnikverordnung BITV verweist als anzuwendenden Standard direkt auf die europäische Norm. Automatisierte Prüfung: Die Tools für eine automatisierte Zugänglichkeitsprüfung unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise, ihrer Zielgruppe und dem Zeitpunkt, an dem sie in den Entwicklungsprozess eingebunden werden können. Bei statischen Codeprüfern und automatisierten Testverfahren werden die Tests direkt im Code ausgeführt. Entwickler können die Zugänglichkeitsprüfungen direkt in den Entwicklungsprozess integrieren. Analyse-Tools sind eher Designer- bzw. Endnutzer-basiert. Meist in Form von Apps können diese den Tester unterstützen, indem sie Zugänglichkeitsverletzungen direkt in der App hervorheben. Folgende Tools wurden im Rahmen dieser Masterarbeit genauer untersucht: Das automatisierte Testverfahren Espresso mit ATF, der statische Codeprüfer Android Lint, die Analyse-Tools Accessibility Scanner, X4Android und Accessibility Insights. Anhand von Testfällen wurde überprüft, welche Barrierefreiheitsverletzungen durch diese erkannt werden. Insgesamt schnitt die Accessibility Scanner App am besten ab. Aber X4Android liefert zum Beispiel bessere Ergebnisse bei Formularen. Die Ergebnisse des Vergleichs wurden im Leitfaden festgehalten. Erkenntnisse: Die Automatisierung von Zugänglichkeitsprüfungen bietet dem Nutzer verschiedene Vorteile. Der Tester kann sich schnell einen Überblick über die App verschaffen und in kürzester Zeit eine größere Menge an Daten sammeln. Je nach Zeitpunkt und Anwender kann ein anderes Tool zum Einsatz kommen. Die Scans laufen immer gleich ab und liefern so konsistente Ergebnisse. Allerdings, die Untersuchung zeigte, dass automatisierte Tools nur eine kleine Teilmenge der Barrierefreiheitskriterien auswerten können. Anwender von automatisierten Testtools könnten sich deshalb in falscher Sicherheit wiegen und glauben, dass die Verwendung eines solchen Tools ausreicht, um eine barrierefreie Anwendung zu erstellen. Fazit: Dem Tester wird durch die Tools Arbeit abgenommen und er bekommt Barrieren aufgezeigt, die sonst eventuell übersehen worden wären. Aber ohne manuelles Testen ist keine vollumfängliche Überprüfung einer App auf Barrierefreiheit möglich. Die Analyse-Tools und automatisierten Testverfahren bieten die Möglichkeit, einige der häufigsten Verstöße gegen die Barrierefreiheit schnell und einfach zu überprüfen. Sie können so die Grundlage für umfassendere Testkonzepte bilden.